Ich begrüße euch zu einer weiteren Episode unserer Motorradreise durch Marokko. Am nächsten Tag verlassen wir die Sandwüste und fahren wieder mit unseren Motorrädern über weite Steinwüstenflächen, die einer Mondlandschaft gleichen, bis nach Nekrob in unser heutiges Tageshotel Eid Omar, einer mittelalterlichen Kasbah. Unser Wüstencamp erwacht so langsam um 5:30 Uhr morgens. Der Vollmond erhellt noch die Wüstenlandschaft. Die Stille ist beeindruckend und für Stadtmenschen ungewohnt. Wir wollen den Sonnenaufgang über den Dünen von Merzouga noch vor dem Frühstück erleben und treffen uns alle vor unseren Zelten und warten auf das Naturspektakel. Am fernen Horizont sehen wir einige Wanderer, die sehr beschwerlich die höchste Düne der Umgebung erklimmen, um eine noch bessere Aussicht zu genießen. Es ist faszinierend, wie sich nahezu im Minutentakt die Farben und Lichtspiele ändern. Nach einem ausgiebigen Frühstück beladen wir unsere Offroader und fahren zurück zum Hotel, wo unsere Motorräder auf uns warten. Unser einheimischer Fahrer, der ein nahezu perfektes Deutsch spricht, erzählt uns voller Stolz, dass er unsere berühmte Rallye-Fahrerin Jutta Kleinschmidt trainiert hat. Als er merkt, dass bei uns leichte Zweifel aufkommen, zeigt er uns mit einer Hand am Lenkrad, was er alles aus dem Toyota rausholen kann. Wir würden bestimmt schon nach der ersten Düne mit einem Klappspaten bewaffnet das Fahrzeug aus dem Sand buddeln müssen. Wahnsinn, was das Auto alles hat. Ja. Da steht tatsächlich einer hinter auf der Laderampe. Endlich sind wir im Hotel angekommen. Wir ziehen uns um, beladen die Motorräder und dann geht es auch schon los in Richtung Risani.
Wir fahren in Risani von Süden kommend mitten durch die Altstadt weiter in Richtung Westen. Hier wurde ein beeindruckendes Stadttor für die 5000 Einwohner große Stadt errichtet. Heute ist Markt in Risani und je weiter wir in die Innenstadt kommen, umso mehr nimmt das geschäftige Treiben zu. Wir sind die einzigen Touristen, die irgendwie nicht so recht in das Stadtbild mit unseren BMW-Motorrädern passen. Risani ist übrigens eng verbunden mit der Dynastie der Alviden, die seit dem 17. Jahrhundert über Marokko regiert. Das wird auch der Grund sein, dass die Stadt und seine Umgebung gut instand gehalten und ständig restauriert wird. Bevor wir die Stadt verlassen, erreichen wir nun das mittelalterliche Stadttor. Nach einem kurzen Fotostopp fahren wir weiter auf der N12 westwärts in Richtung Al-Nif. Die Landschaft wird nun von Stein- und Sandwüste geprägt. Straßenschilder machen immer wieder darauf aufmerksam, dass Sandverwehungen eine Unfallgefahr darstellen. Darauf müssen gerade wir Motorradfahrer besonders Acht geben. Ich finde die Landschaft faszinierend und ab und zu taucht ein Marokkaner oder eine Palmenoase auf. Sonst cruisen wir alleine ganz entspannt entlang karger Hügel durch weite Steinwüstenflächen, die einer Mondlandschaft ähneln. Es ist beeindruckend, wie monoton und gleichzeitig abwechslungsreich die Wüste sein kann. Wir halten am Straßenrand an, um den Sand runterzuspülen und ein obligatorisches Gruppenfoto vor beeindruckender Kulisse zu machen. Unser Tourguide teilt uns dann mit, dass wir in der nächsten Stadt eine Mittagspause in einem schönen Gasthof machen werden, denn ein kleiner Hunger stellt sich auch schon wieder ein.
wir getankt haben, fuhr unser Begleitfahrzeug schon vor und reservierte uns schon einen Tisch im Restaurant La Gazelle. Das ist Service. Gabelt sich die aus Osten kommende Hauptverbindungsstraße. Nach Norden führt die R113 nach Tingia und wir werden nach Südwesten die N112 weiter bis nach Tazarine fahren. Wir sind nur wenige Kilometer gefahren, als uns eine Polizeikontrolle im Nirgendwo zum Anhalten zwingt. Zur Erinnerung, wir haben immer noch Corona-Sonderregeln. Einheimische dürfen nicht ohne zwingenden Grund die Stadt verlassen. Unser Tourguide zeigt unsere Papiere, wir grüßen ganz freundlich und schon lässt uns salutierend der Polizeikommandant weiterfahren. In Tazarine haben wir Lust auf einen Kaffee oder ein Kaltgetränk. Unser ortskundiger Tourguide kennt da einen Campingplatz mit Café. Wie es sich herausstellt, handelt es sich um ein Tanzcafé. Eine gute Gelegenheit, sich mal wieder zu lockern. Dass die Damen am Schluss ein Trinkgeld wollen, amüsiert unseren Guide. Nach dem Kurzaufenthalt im Tanzcafé fahren wir direkt in die Kasbah Eid Omar nach Nekob, unserem heutigen Tagesziel. Die Kasbah ist in jahrelanger Arbeit von einem Frankfurter restauriert worden und steht uns komplett als Hotel zur Verfügung. Wir parken unsere Motorräder, springen in den Pool und genießen den Abend bei einem köstlichen Abendmahl, anschließend auf der Dachterrasse bis zum Sonnenuntergang. Nekob ist die Stadt Marokkos mit den meisten intakten Lehmbauten. Circa 4000 Einwohner leben in der kleinen Oase am Djebel Sakro, eine zum Atlasgebirge in Nordafrika gehörende Gebirgskette vulkanischen Ursprungs. Das war die Episode von Merzouga nach Nekob.
Ich hoffe, dass es euch wieder gefallen hat. Dann würde ich mich auch über einen Like freuen und lasst ein kostenloses Abo da, damit ihr nicht die nächsten Reiseberichte mit dem Motorrad verpasst. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, euer Jürgen.